Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Moskau Connection von Reinhard Bingener zeichnet in präzisem, quellengesättigtem Stil nach, wie ein politisch-wirtschaftliches Netzwerk rund um Gerhard Schröder Deutschlands Weg in eine hochriskante Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bahnte. Das Buch verbindet politische Zeitgeschichte mit investigativer Recherche und macht sichtbar, wie persönliche Beziehungen, Lobbyarbeit und strategische Deutungshoheit über Jahre hinweg Entscheidungen prägten, die später als folgenschwere Fehlsteuerung erkennbar wurden. Bingener zeigt, wie aus der Idee einer pragmatischen Annäherung die Logik einer einseitigen Verwundbarkeit erwuchs. Im Zentrum steht die Frage, warum Warnsignale ignoriert, Alternativen unterentwickelt und kritische Stimmen marginalisiert wurden. Dabei beleuchtet der Autor nicht nur prominente Akteure, sondern auch die Mechanik hinter den Kulissen. Gremien, Stiftungen, Beratungsmandate, Wirtschaftsverbände sowie mediale und diplomatische Formate, die Vertrauen stifteten, Legendenbildungen beförderten und regulatorische Hürden abtrugen. Die Chronik reicht von der späten Ostpolitik über die Kanzlerschaft Schröders bis in die Jahre der Nord Stream-Projekte und den Epochenbruch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bingeners Darstellung ist keine moralische Abrechnung, sondern eine nüchterne Analyse der Kräfte, Narrative und Interessenkonvergenzen, die politische Rationalität überdeckten. Das Ergebnis ist ein Lehrstück darüber, wie Netzwerke funktionieren, wie Abhängigkeiten entstehen und wie schwierig es ist, ihnen zu entkommen, wenn die Institutionen nicht rechtzeitig gegensteuern. Dieses Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die verstehen wollen, wie Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ineinandergreifen und welche Lehren sich für eine krisenfeste Energie- und Sicherheitspolitik ziehen lassen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Von Ostpolitik zur Energiepartnerschaft. Historische Pfade und kognitive Fallen. Bingener verankert die jüngere Russlandpolitik Deutschlands in einem längeren historischen Pfad, der bei der Ostpolitik der 70er Jahre ansetzt. Aus der erfolgreichen Entspannung und dem Prinzip Wandel durch Annäherung entwickelte sich in den 90er und Nuller Jahren die verkürzte Formel Wandel durch Handel, die politische Erwartungen mit wirtschaftlichen Interessen verknüpfte. Die Energiepartnerschaft mit Russland wurde in diesem Rahmen als Win-Win-Erzählung etabliert. Deutschland sichere sich günstige, planbare Gaslieferungen. Russland werde über ökonomische Integration stabilisiert und in eine regelbasierte Ordnung eingebunden. Der Autor arbeitet heraus, wie diese Deutung zur kognitiven Brille wurde, durch die Risiken kleingerechnet und Gegenargumente als Störgeräusche behandelt wurden. Frühere Energiekrisen, autoritäre Tendenzen in Russland und Warnungen osteuropäischer Partner passten schlecht in das dominante Narrativ einer vertieften Kooperation. Statt die Pfadabhängigkeit zu hinterfragen, verstärkte man sie sogar, indem man Infrastrukturentscheidungen traf, die langfristig banden. Das Buch zeigt, wie sich in Behörden, Ministerien und Unternehmen eine Komfortzone formte. Verlässliche Lieferverträge, marktwirtschaftliche Rationalität und geopolitische Wunschbilder überlagerten schrittweise die Einsicht, dass Energiepolitik immer auch Sicherheitspolitik ist. Gerade in den Jahren nach 2014, als die Annexion der Krim das Verhältnis zu Russland fundamental veränderte, blieb die Leitlinie vieler Verantwortlicher erstaunlich stabil. Sanktionen galten, Energie floss, und in dieser Ambivalenz wuchs die Illusion, man könne politische Konflikte vom Energiestrom entkoppeln. Bingener beschreibt die psychologische Mechanik dieser Selbstversicherung. Erfolgsnarrative der Vergangenheit erzeugen Loyalitäten und Routinen, die Abkehr erschweren. Personen, die ihre Laufbahn und Reputation mit der Energiepartnerschaft verknüpft hatten, neigten zu Bestätigungsfehlern. So entstand eine Filterblase, die selbst harte Indikatoren wie die zunehmende Repression in Russland, die Brutalität internationaler Politik und die Machtinstrumentalisierung von Gas als politische Waffe nicht rechtzeitig in strategische Kurskorrekturen übersetzte. Die historische Perspektive macht klar, dass Fehlentscheidungen selten in einem Moment fallen.
Sie wachsen aus der Summe kleiner Verschiebungen, die von plausiblen Argumenten getragen werden, bis eine kritische Masse erreicht ist und Alternativen teurer erscheinen als das Weitermachen. Zweitens. Das Schröder-Netzwerk. Personen, Knotenpunkte und institutionelle Hebel. Im Zentrum des Buches steht die Analyse eines dichten Personennetzwerks, das sich aus politischen Weggefährten, wirtschaftlichen Multiplikatoren, Anwälten, Beratern und Unternehmern zusammensetzte. Gerhard Schröder ist darin nicht nur Symbolfigur, sondern auch Katalysator. Nach seiner Amtszeit wechselte er in leitende und beratende Funktionen bei russischen Energieunternehmen und pipeline-bezogenen Gesellschaften. Bingener zeigt, wie dieser Schritt mehr als eine persönliche Karriereentscheidung war. Er signalisierte Vertraulichkeit, Zugang und Anschlussfähigkeit zwischen deutscher Politik und russischen Staatsunternehmen. Um Schröder herum identifiziert der Autor Knotenpunkte, die Themen setzen, Kontakte verdichten und Entscheidungen vorbereiten. Dazu zählen traditionsreiche Gesprächsformate, Wirtschaftsverbände mit Osteuropa-Fokus, Anwaltskanzleien und Kommunikationsagenturen, die regulatorische, rechtliche und mediale Begleitmusik lieferten. Namen tauchen nicht als Schlagzeilen auf, sondern als Teil eines Funktionsgefüges. Exekutivpolitiker, die in Ressorts wie Wirtschaft, Außen, Kanzleramt oder in Landesregierungen Verantwortung trugen, standen im dauerhaften Austausch mit Konzernen und Projektgesellschaften. Der Autor beschreibt, wie Mandate, Beiratspositionen und Stiftungsvorstände Brückenräume schufen, in denen Storylines getestet, Widerstände bearbeitet und Koalitionen geformt wurden. Besonders aufschlussreich sind die Passagen, in denen gezeigt wird, wie regionale Machtzentren, etwa in Norddeutschland, die Infrastrukturagenda mittrugen. Landespolitik, Häfen, Bauverwaltungen und Förderregime wurden Teil eines Puzzles, das am Ende in international vernetzten Großprojekten wie den Ostsee-Pipelines mündete. Bingener macht deutlich, dass es keine monolithische Verschwörung gab, sondern ein Ökosystem, das sich gegenseitig bestärkte. Der Reiz klarer Zuständigkeiten wich einer diffusen Verantwortlichkeit. Wer hat entschieden? Wer hat profitiert? Wer hätte stoppen können? Diese Fragen laufen in der Rekonstruktion immer wieder zusammen. Transparenzdefizite und die Attraktivität symbolträchtiger Industriepolitik spielten den Netzwerkinteressen in die Hände. Gleichzeitig zeigt die Darstellung, dass die Netzwerke nicht ausschließlich parteipolitisch homogen waren. Obwohl sozialdemokratische Prägungen dominieren, gab es parteiübergreifende Schnittmengen mit wirtschaftsnahen Lagern. Das erklärt, weshalb Kritik zwar vorhanden war, aber selten zur durchsetzungsfähigen Gegenmacht wurde. Am Ende entsteht das Bild eines Geflechts, das Vertrauen kapitalisierte, institutionelle Checks and Balances unterlief und damit die Pfadabhängigkeit verstärkte. Drittens. Nord Stream 1 und 2. Infrastruktur als Geopolitik und der Preis regulatorischer Kompromisse. Die Ostsee-Pipelines bilden den materiellen Kern der Abhängigkeitserzählung. Bingener zeichnet nachvollziehbar nach, wie Nord Stream 1 als wirtschaftlich rationales Projekt verkauft wurde und rasch zum Präzedenzfall für Nord Stream 2 wurde. Das Versprechen lautete Versorgungssicherheit, tiefe Integrationsrendite und die Umgehung politischer Unwägbarkeiten in Transitstaaten. Dabei standen von Beginn an geopolitische Einwände im Raum. Osteuropäische Partner warnten vor dem Bypass ukrainischer Routen und den sicherheitspolitischen Folgen einer Zweiteilung Europas entlang von Energieflüssen. Das Buch zeigt die Sequenz der Genehmigungen, der Umwelt- und Technikdebatten, der europarechtlichen Auseinandersetzungen um Entflechtung und Drittzugang sowie die Rolle nationaler Behörden. Schritt für Schritt entstand eine Regulierungsarchitektur, die dem Projekt in vielen Punkten entgegenkam, ohne es als politisches Vorhaben zu deklarieren. Besonders eindrücklich sind Bingeners Schilderungen, wie Projektgesellschaften in Staaten mit günstigerem Rechtssitz verankert und wie öffentliche Stiftungen in Deutschland als Instrumente genutzt wurden, um operative Probleme zu lösen und Sanktionen zu unterlaufen. Die vermeintliche Entpolitisierung war selbst ein politischer Akt. Die Pipeline wurde technisch verargumentiert und völkerrechtlich entdramatisiert, während sie faktisch einen Hebel russischer Einflussnahme vergrößerte. Der Autor beleuchtet, wie deutsche Energieunternehmen das Projekt mit langfristigen Verträgen,
Joint Ventures und Speicherstrategien flankierten. Die Entscheidung, Schlüsselkapazitäten wie Gasspeicher mehrheitlich unter Kontrolle russischer Unternehmen zu belassen, erwies sich später als riskant. Bingener verweist auf den zähen Streit um europäische Regeln, das Lobbying in Brüssel und Berlin sowie auf den Druck aus Washington, der das Projekt zu einem transatlantischen Prüfstein machte. Je weiter die Bauarbeiten fortgeschritten waren, desto stärker wirkten die Sunk Costs. Politischer Wille und juristische Argumente verschränkten sich so, dass ein Stopp immer unrealistischer erschien. Damit zeigt das Buch, wie Infrastruktur Fakten schafft, die demokratische Politik nur mit hohem Preis revidieren kann. Als es 2022 zum Epochenbruch kam, stand Deutschland mit leeren Speichern, gebrochenen Lieferzusagen und sprunghaften Preisen da. Die politökonomische Rechnung fiel auf einen Schlag an. 4. Narrative, Lobbyismus und die Herstellung von Zustimmung. Ein zentrales Verdienst des Buches ist die detaillierte Rekonstruktion der Erzählungen, mit denen Zustimmung für riskante Pfade hergestellt wurde. Billiges Gas als Standortgarantie, Energie als Brücke, Dialog als Sicherheitsstrategie, Entpolitisierung als kluge Realpolitik. Diese Narrative wurden in Talkshows, Gastbeiträgen, Konferenzen und Hintergrundrunden immer wieder variiert und emotional aufgeladen. Bingener zeigt, wie Foren des deutsch-russischen Austauschs, Wirtschaftsverbände und sympathisierende Teile der Medienlandschaft dabei halfen, die Deutung zu stabilisieren. Kritische Stimmen aus Osteuropa wurden als interessengeleitet abgekanzelt, sicherheitspolitische Bedenken als kalter Kriegsreflex diskreditiert. Der Autor arbeitet Kommunikationsmuster heraus, die man aus der Forschung zu Lobbyismus und Framing kennt. Erstens das Technikframe. Pipelines als neutrale Infrastruktur, entkoppelt von Geopolitik. Zweitens das Dialogframe. Mehr Austausch verringert Risiken und hilft, Missverständnisse abzubauen. Drittens das Standortframe. Ohne günstige Energie drohten Deindustrialisierung und Wohlstandsverluste. Viertens das Schuldframe. Sanktionen und Kritik würden nur die Eskalationsspirale drehen. Aus dieser Erzählordnung erklärt sich, warum politische Kosten von Alternativen systematisch überhöht und die Risiken des Status quo unterschätzt wurden. Bingener zeigt zudem, wie personalisierte Glaubwürdigkeit wirkt. Prominente Fürsprecher konnten mit biografischer Autorität die Debatte prägen. Netzwerke öffneten Bühnen, mediale Kurzformate liefen die immer gleichen Botschaften. Besonders brisant waren hybride Strukturen, etwa öffentlich-private Stiftungen oder Beratungsformate, die Legitimität aus staatlicher Nähe bezogen, aber projektgetrieben agierten. Das Buch betont, dass es nie an Informationen mangelte, sondern an Bereitschaft, unbequeme Informationen gegen die eigenen Routinen zu gewichten. Damit bietet die Analyse ein Lehrstück über die Macht von Narrativen. Sie ersetzen keine Fakten, aber sie ordnen Fakten so, dass Entscheidungen sozial anschlussfähig werden. Die Rekonstruktion macht sichtbar, wie politischer Raum produziert wird und wie fragile Balanceakte durch kommunikative Hartnäckigkeit in scheinbare Stabilität überführt werden. Genau darin liegt die dauerhafte Relevanz der Darstellung, weit über den konkreten Fall hinaus. Schließlich Kosten der Abhängigkeit, Bruch von 2022 und Lehren für eine resiliente Politik. Der russische Angriff auf die Ukraine markiert in Bingeners Darstellung den Moment, in dem die Abhängigkeit vom Konstrukt zur Realität mit Preiszettel wurde. Das Buch schildert, wie Lieferkürzungen, leere Speicher und explodierende Großhandelspreise Unternehmen und Haushalte unter Druck setzten. Industriezweige mit gasintensiven Prozessen gerieten in eine existenzielle Lage. Versorger mussten stabilisiert, Importgesellschaften teilverstaatlicht, Notfallinstrumente aktiviert werden. Die gesamtwirtschaftlichen Folgekosten zeigen, dass vermeintlich billige Abhängigkeit in Wahrheit eine teure Wette war. Bingener beschreibt zugleich die bemerkenswerte Gegenbewegung. Innerhalb von Monaten wurden an der Küste schwimmende LNG-Terminals in Betrieb genommen, Lieferverträge diversifiziert, Einsparziele umgesetzt, europäische Solidaritätsmechanismen aktiviert. Diese Ad-hoc-Resilienz belegt Handlungskraft,
offenbart aber auch, wie teuer und krisenanfällig verspätete Korrekturen sind. Politisch setzte eine Selbstkritik ein. Führende Akteure räumten Fehleinschätzungen ein, Untersuchungsgremien arbeiteten Abläufe auf, Gerichte und Aufsichtsbehörden justierten Regeln. Aus der Rückschau benennt das Buch mehrere Lehren. Erstens: Energie und Sicherheit sind nicht trennbar. Infrastrukturentscheidungen müssen geopolitische Szenarien abbilden. Zweitens: Entflechtung und Diversifikation sind keine Option, sondern Versicherung. Drittens: Transparenz über Lobbywege und Nebenfunktionen von Entscheidungsträgern ist zentral, um Interessenkonflikte früh zu erkennen. Viertens: Europäische Kohärenz muss Vorrang vor nationalen Alleingängen haben, um strategische Verwundbarkeiten zu vermeiden. Fünftens: Strategische Kommunikation darf nicht den Projekten überlassen werden, die am meisten Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit mobilisieren können. Bingeners Fazit ist weder defaitistisch noch alarmistisch. Es ist die Aufforderung, Governance so zu bauen, dass Netzwerke prüfbar, Pfade reversibel und politische Entscheidungen robust gegenüber Schocks sind. Gerade in einer Welt multipler Krisen von Klimawandel bis geopolitischen Rivalitäten wird Resilienz zur Leitwährung. Das Buch liefert dafür nicht nur eine Warnung, sondern konkrete Anhaltspunkte, wie Fehler vermieden und institutionelle Schutzgeländer gestärkt werden können. Zusammenfassend: Die Moskau Connection ist ein Pflichtbuch für alle, die verstehen wollen, wie politische Entscheidungen in komplexen Demokratien tatsächlich entstehen. Es richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die Transparenz einfordern, an Studierende und Forschende aus Politik, Wirtschaft, Recht und Kommunikation sowie an Praktiker in Ministerien, Unternehmen und Verbänden. Wer das Zusammenspiel von Narrativen, Netzwerken und Institutionen begreifen will, findet hier eine prägnante, zugleich tiefgehende Analyse. Der Nutzen für das eigene Leben erschließt sich auf mehreren Ebenen. Erstens schärft das Buch den Blick für kognitive Fallen, denen wir alle unterliegen. Es zeigt, wie plausibel klingende Erfolgsstories den Blick auf Risiken verstellen können. Zweitens vermittelt es ein realistisches Verständnis von Lobbyismus. Nicht das schrille Klischee, sondern die leise, dauerhafte Arbeit an Deutungen prägt Entscheidungen. Dieses Wissen hilft, Medien und Politik kritischer zu lesen und eigene Urteile robuster zu machen. Drittens bietet es belastbare Lehren für organisatorische und persönliche Resilienz. Diversifikation, transparente Entscheidungswege und die Bereitschaft, heilige Kühe zu überprüfen, sind Prinzipien, die im Unternehmen ebenso gelten wie in der Politik. Warum dieses Buch gegenüber anderen Titeln zum Thema die bessere Wahl ist. Bingener verbindet journalistische Genauigkeit mit analytischer Klarheit. Er benennt Verantwortlichkeiten, ohne in Personalisierung stecken zu bleiben, und er liefert eine faktenreiche Chronik, die über Einzelereignisse hinaus die Mechanik der Abhängigkeit sichtbar macht. Viele Publikationen verharren entweder im tagespolitischen Streit oder in technokratischer Detailtiefe. Dieses Buch schafft die seltene Balance, das Konkrete erzählerisch zu verdichten und das Strukturelle nachvollziehbar zu erklären. Wer investieren will, um aus der Vergangenheit tragfähige Konsequenzen zu ziehen, bekommt mit Die Moskau Connection einen verlässlichen Kompass. Es hilft, künftige Fehlanreize zu erkennen, bessere Fragen zu stellen und Entscheidungen so zu gestalten, dass sie auch in Krisen tragen. Darum lohnt sich die Lektüre und darum ist es eine kluge Kaufentscheidung. Wenn Sie unterstützen möchten, Reinhard Bingener, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.